Manchmal muss man auf Reisen ein bisschen flexibel sein. Eigentlich wollte ich gerade mit einem Mietwagen auf Sizilien herumfahren, den habe ich aber leider nicht gekriegt. Deswegen habe ich die nächste Fähre nach Malta genommen. Viel Spaß! Zwischen der Entscheidung nach Malta zu fahren und der Ankunft in Valletta lagen keine 24 Stunden. Vom sizilianischen Pozzallo aus fahren sogar im Winter 1 bis 3 Fähren täglich nach Valletta. Die Fahrzeit beträgt nicht einmal 2 Stunden. Die Fähren scheinen recht neu und modern und stimmen schon einmal auf Malta und seine Casinos ein. Die maltesische Inselgruppe, bestehend aus den 3 Inseln Comino, Gozo und Malta, war bis 1964 eine britische Kolonie. Das merkt man gleich einmal am Linksverkehr. Nachdem ich die letzten 4 Monate auf Korsika, Sardinien, Sizilien und Stromboli verbracht hatte, fühlt sich Malta beinahe schon wie eine andere Welt an, ein Las Vegas im Mittelmeer. Es gibt sehr wohlhabende, teure Ortsteile wie Sliema und St. Julien. So gut wie jeder hier spricht Englisch, es gibt aber auch Maltesisch. Das ist die offizielle Amtssprache. Es ist eine Mischung aus Arabisch, Italienisch, ein bisschen Französisch, ein bisschen Spanisch und eben Englisch. Und die einzige arabische Sprache, die ein lateinisches Alphabet verwendet. Was auch einen riesigen Kontrast zu den anderen Mittelmeerinseln, die ich bis jetzt besucht habe, darstellt, ist, dass viele Leute nach Malta kommen, um hier einen Job zu finden. Anscheinend ist vor allem in der Hotellerie und Gastronomie ein Überangebot an Jobs vorhanden. Jede zweite Person, die ich hier getroffen habe, ist entweder auf der Suche nach einem Job oder hat bereits einen gefunden. Einige davon träumen davon, auf der Insel zu leben, andere wollen nur eine gewisse Zeit hier verbringen. Die Kosten für Wohnungen auf Malta sind circa mit denen in Wien zu vergleichen, das Durchschnittseinkommen liegt aber deutlich unter dem österreichischen oder deutschen. Und auch Lebensmittel sind etwas teurer als bei uns. Einer der größten Vorteile, seinen Lebensunterhalt auf Malta zu verdienen, sind definitiv die über 300 Sonnentage im Jahr. Was kann man auf Malta machen? Einerseits die kleine, aber feine Hauptstadt Valletta besuchen. Die ist quasi ein Freiluftmuseum und es gibt einiges zu sehen und zu lernen. Wenn man abseits der klassischen Touristenpfade unterwegs sein will, dann kann man auf Malta auch weit wandern. Zwar ist der Weg nicht offiziell, aber der Frank von Wandern Deluxe hat sich 2020 die Arbeit gemacht und einen Weit- bzw. Fernwanderweg ausgearbeitet. Vom Flughafen aus zur Südküste von Malta in 6 Tagen und ca. 100 Kilometer entlang Malta einmal rund um die Nachbarinsel Gozo. Ein nicht allzu schwieriger Wanderweg, man kann die Aussicht auf die spektakulären Klippen meistens in Ruhe genießen. Abgesehen davon eignet sich der Weg auch absolut für Geschichts- und Kulturbegeisterte. Man kommt an mehreren Kirchen, Tempelanlagen und nicht weniger als 10 UNESCO-Welterbestätten vorbei. Wie gesagt ist der Weg nicht offiziell, es gibt so gut wie keine Markierungen, man kann aber auf wanderndeluxe.de, der Link ist unten in der Beschreibung, die GPX-Daten gratis downloaden und dann zum Beispiel über Komoot verwenden. Und damit willkommen am Küstenweitwanderweg Malta Gozo. Tag 1. Man erreicht den Ausgangspunkt, welchen man noch immer wählt, gemütlich von Valletta aus mit dem Bus. Ich habe mich dazu entschieden, den Flughafen zu überspringen und habe mich vom Bus vor der Ortschaft Kirkop absetzen lassen. Dort kann man noch einmal einen kleinen Shop Proviant für den ersten Tag kaufen und die Kirche besuchen, falls man göttlichen Beistand braucht. Es geht dann längere Zeit durch einige enge Gassen, dazwischen kreuzt man die ein oder andere stärker befahrene Straße. Nachdem es die letzten Tage stark geregnet hat, war ein Weg nicht passierbar, den konnte man aber in weniger als 10 Minuten Umweg umgehen. Den ganzen Tag über ging ein relativ starker Wind, das ist auf Malta aber mehr oder weniger normal. Wenn man auf Malta oder Gozo rote Fahnen entdeckt, dann markiert das Feuerwerksfabriken. Hier werden riesige Feuerwerkskörper hergestellt, die die Malteser über alles lieben. Und es ist zu einer gewissen Zeit im Jahr so gut wie jeden Tag in einem anderen Dorf ein riesiges Feuerwerk. Kurze Zeit später steht man an der Küste und hat einen wunderschönen Ausblick auf die Insel Filfla. Dann beginnt der kurze Abschnitt, bei dem Trittsicherheit und Schwindelfreiheit gefragt sind. Wenn diese aber gegeben ist, steht einem entspannten Abschnitt mit spektakulären Ausblicken nichts im Weg.
Man kommt dann bei einem Restaurant vorbei. Da es stark zu regnen begann, machte ich hier kurz Halt. Das Wetter sollte sich am Nachmittag stark bessern. Danach folgt man der Straße, bis man zwischen ein paar Bauernhöfen durchkommt. Man sieht dann ein Schild mit Private Property No Entry. Hier macht man einen klassischen Novak Djokovic, setzt sich über alle Regeln hinweg und folgt dem Weg. Manchmal ist der Weg etwas verwachsen. Keine Panik vor Schlangen, es gibt zwar welche auf Malta, im Winter sind die in der Winterruhe und selbst wenn sie aktiv sind, es handelt sich nicht um giftige Schlangen. Kurz darauf kommt für mich das Highlight der heutigen Tour, die Aussicht auf die Dingle Cliffs. Definitiv eine der schönsten Küstenlandschaften, die ich jemals gesehen habe. Wenn man sich dann an den Klippen satt gesehen hat, beginnt der Weg nach Rabat, wo ich übernachtet habe. Man folgt noch ca. 1 bis 1,5 Stunden mal mehr, mal weniger befahrenen Straßen. Wenn man dann in Rabat angekommen ist, hat man knappe 20 Kilometer geschafft und sich ein Bier verdient. Der zweite Tag beginnt, wie der erste geendet hat, aber er wird weit abenteuerlicher. Nach einer guten Stunde entlang von Straßen kommt man an den ersten Aussichtspunkt des Tages. Kurz danach geht es wieder an mehr oder weniger befahrenen Straßen entlang, was Zeit lässt, die Pflanzenwelt zu begutachten. Was ab hier auch immer wieder auffällt, sind die übertrieben vielen Private Property und Verbotsschilder. Wer diese Wanderung am Originalweg nachgehen will, muss sich beinahe täglich einigen dieser Schilder widersetzen. Meistens sind es aber nur Agrokulturflächen, wo sich eher niemand beschwert. Allerdings geht man am zweiten Tag auch durch ein bewohntes Grundstück. Zuerst folgt man aber noch einer Straße, von wo aus man manchmal auch schon das heutige Ziel, den Hotelkomplex im Golden Bay, sieht. Irgendwann kommt man dann an einen Aussichtspunkt mit Parkplatz und steilen Klippen. Und genau dort kommt auch der abenteuerliche Part. Zwar führt ein gut ausgetretener Weg genau durch das Grundstück, aber es gibt auch ein großes Private Property Schild. Unterhalb dieses Grundstücks ist auch ein weiterer Privatgrund, der sogar von Securities bewacht wird. Einer dieser Securities kam gerade bevor ich den Weg fortsetzen wollte. Also wartete ich wieder, bis dieser weiter unten ist und ging erst dann rein. Zuerst sieht es nach reiner Agrarfläche aus. Dann verliert man leicht den Weg, weil er ziemlich verwachsen ist und man sieht ein Haus. Das Haus sieht ziemlich baufällig aus und so dachte ich, da kann niemand drinnen wohnen. Kurz darauf hörte ich aber Stimmen und auch Bewegung ums Haus. Also versuchte ich schnell, aber unbemerkt den großen Bogen um das Haus herumzugehen, was mir zum Glück gelang. Circa 10 Sekunden nachdem ich das Grundstück verlassen hatte, fuhr dann auch ein Auto raus und davon. Das war knapp. Das war jetzt ein bisschen tricky. Dann folgt man wieder kurz einer Straße, bevor man über einen Feldweg auf einen etwas versteckten Pfad kommt, der dann am Schluss zu einem Strand führt, wo es ein kleines Café gibt.
Kurz danach geht man am Zaun vorbei die Küste entlang, bis man die Lehmfelsen sieht. Wenn man genügend Kraft hat, kann man diese noch erkunden, ansonsten ist man schon so gut wie am Ziel. Vom Hotelkomplex nimmt man dann am besten den Bus 225 bis St. Paul's Bay, wo es günstige Unterkünfte gibt. Ein Zimmer im Hotel in Golden Bay beginnt laut Booking.com in Jänner bei 100 Euro. Es kommt jetzt wahrscheinlich bei einigen die Frage nach dem Wildcampen auf, ist wie in den meisten Teilen Europas verboten. Es gibt aber überall entlang des Weges immer wieder einsame Ecken, vor allem auf Gozo, wo man sein Zelt aufbauen könnte. Dabei natürlich darauf achten, nicht auf Privatgrund zu zelten und vor allem keine Pflanzen oder Tiere zu stören und seinen Müll wieder mitzunehmen. Im Winter wird es auch hier recht kalt in der Nacht, also auf die Ausrüstung achten. Am Morgen des dritten Tages nimmt man den Bus zurück zum Golden Bay, von wo aus man dann startet. Zuerst entlang steiler Klippen, bis man die eigentliche Hauptstadt Maltas erreicht, Popeye Village. Hier wurde 1980 das Musical Popeye gedreht. Heute ist es ein Familienpark. Man geht danach relativ unspektakulär über einige Straßen nach Adira, bis man dann durch das Forester 2000 Projekt, ein Wiederaufforstungsprojekt und Naturschutzgebiet, bis zum St. Agathas Tower kommt, einem Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg. Man wandert dann wieder die Küste entlang, bis man zur Fähre kommt, die Malta mit Gozo verbindet. Man kann die Fähre sowohl als Fußpassagier als auch mit dem Fahrzeug benutzen. Tickets kauft man erst bei der Rückfahrt auf Gozo. Auf der Fähre bekommt man auch Getränke und kleine Snacks. Man kann die knapp 30-minütige Überfahrt also als Pause und zur Stärkung nutzen. Auf Gozo angekommen betritt man nach ca. 200 Metern bereits einen wilden Küstenweg, der meiner Meinung nach weit interessanter ist als die meisten Teile des Weges auf Malta. Man geht am Nachmittag hauptsächlich der Sonne entgegen. Wenn man wie ich immer wieder stehen bleiben muss, um die Buchten, die Klippen und das Meer zu bewundern, kann es leicht passieren, dass man erst nach Sonnenuntergang am Ziel ankommt. Heute ist nämlich auch der längste Tag, eigentlich um die 21 Kilometer. Ich habe mich aber für eine weit billigere Unterkunft in Victoria entschlossen und habe noch ein paar Kilometer extra gemacht, meist an stark befahrenen Straßen entlang. Mein Komoot-Tracker hat am Ende des Tages knapp 28 Kilometer angezeigt. Man könnte hier aber auch einen Bus nehmen. Die paar Kilometer, die ich gestern zusätzlich gemacht habe, kürze ich heute wieder ab und gehe von Rabat bzw. Victoria direkt nach Merba, wo ich mir ein Frühstück vor den folgenden 11 Kilometern gönnte. Das kleine Dorf scheint sehr bekannt und beliebt bei den Maltesern und Touristen zu sein. Die Cafés waren relativ voll in der Früh. Nachdem man die Stufen aufgestiegen ist, muss man noch ein paar Meter in mehr oder weniger unmarkierten Gelände etwas klettern, um den Weg wiederzufinden. Danach kommt man an wunderschönen Steilklippen vorbei. Zum Glück geht man von hier an nur mehr knappe 10 Kilometer bis zum Ziel in St. Lawrence, also hat man genug Zeit, um die Klippen zu bewundern. Nachdem man eine Asphaltstraße erreicht hat und diese ein wenig folgt, kommt man wieder an einen Pfad. Dabei kommt man dann zum Blue Hole bzw. Inland Sea, ein kleines Meeresbecken, das durch eine natürlich entstandene Höhle mit dem Ozean verbunden ist. Wenn man sich dann am Blue Hole satt gesehen hat und eventuell einen Kaffee getrunken hat, muss man nur noch einen kurzen Aufstieg zurücklegen, bis man das heutige Etappenziel erreicht hat. Tag 5 startet windig und mit einigen Gesprächen mit Bauern, durch deren Grundstücke ich eigentlich durchwandern wollte. Ich musste dann insgesamt einen ca. 2 Kilometer Umweg gehen, der aber nicht weiter schlimm war. Sollte man wirklich wie ich von den Bauern weggeschickt werden, muss man sich eben andere Wege suchen. Wer mich kennt, weiß, dass ich in solchen Situationen immer ruhig bleibe und nur ganz wenig fluche.
Wenn man dann aber endlich einen Weg gefunden hat, wird man wieder mit herrlichen Klippen belohnt. Kurz danach kommen die berühmten Salzpfannen, mit denen heute noch Salz gewonnen wird. Zwischen Mai und September werden die Pfannen regelmäßig mit Meerwasser aufgefüllt und je nach Wetter dauert es dann ein paar Wochen, bis das Wasser verdunstet und das Salz übrig bleibt. Die Salzgewinnung ist ein traditionelles und wichtiges Handwerk auf Malta, das seit Generationen weitergegeben wird. Einige der Pfannen sind seit ca. 160 Jahren im Einsatz. Kurz nach den Salzpfannen erreicht man Massalforn, das heutige Etappenziel. Ein für maltesische Verhältnisse recht einsames Dorf, das allerdings einige Restaurants, Cafés und Unterkünfte hat. Direkt nach Massalforn geht es in einen ständigen Auf und Ab die Küste entlang. Vorsicht, der lehmige Untergrund kann nach Regenfällen rutschig und auch sehr tief sein. Nach einiger Zeit erreicht man dann Ramla Bay, von wo aus man schon die Tal Mishtak Cave sehen kann. Um zu dieser zu gelangen, klettert man einen relativ steilen Anstieg hoch, ignoriert dabei auch das ein oder andere Verbotsschild und kommt auf gut ausgetretenen Pfad in die Höhle. Die Höhle war bis Anfang des 20. Jahrhunderts auch immer wieder bewohnt von Hirten. Laut einer Legende soll hier auch Odysseus 7 Jahre lang gelebt haben. Nach der Höhle geht es eine Zeit lang über asphaltierte Straßen, bis man wieder zur Küste kommt. Eigentlich sollte man kurz vor der Mine in Richtung Kvale abbiegen. Ich habe mich aber entschieden, die Küste entlang zu gehen. Dabei gibt es nicht wirklich einen Weg, aber es ist kein großes Problem, man weiß ja, in welche Richtung man gehen muss. Und bis auf ein paar kleine Kletterstellen gibt es auch hier keine gröberen Hindernisse. Irgendwann sieht man dann Comino und auch Malta bis fast nach Valletta. Man findet hier sehr zerklüftete Küsten vor. Irgendwann kann man auch bis in die berühmte blaue Lagune auf Comino sehen. Ab hier sieht man dann auch immer wieder bis Imgar, das heutige Ziel. Man kann diese Etappe auch in Cala beenden, in Imgar übernachten oder gleich die Fähre nach Malta nehmen. Ich hoffe, euch hat die kleine Wanderung über Malta gefallen. Ich empfehle sie jedem Weitwanderbegeisterten. Eine eher einfache Wandertour mit wenigen steilen Stellen und unglaublich schönen Panoramen. Man kann auch ganz einfach selbst entscheiden, in wie vielen Tagen man die Wanderung abschließt. Durch die vielen kleinen Orte auf Malta und die gute Busverbindung kann man problemlos sowohl mehr als auch weniger als die 6 vorgegebenen Tage machen. Für viele weitere Details und Wanderkarten zu dieser Wanderung schaut auf wanderndeluxe.de vorbei. Meine Schuhe hatten nach dem Johannesweg, dem GR20, dem Home of Lässig Walk und dem Küstenweg hier auf Malta und Gozo ausgedient. Ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Lasst gern ein Abo da. Und ich wünsche noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Bussi!